Über dem Hotel Bern weht die europäische Flagge. Das ist jetzt der erste Morgen des ersten Tages. Ich bin in Tallinn und habe mir heute eine ganz besondere Aufgabe vorgenommen. Ich könnte eigentlich was ganz anderes machen. Ich könnte ganz viel Spaß haben. Fun in Tallinn. Fun Activities in Tallinn. Zu diesen Fun Activities in Tallinn gehören eigenartigerweise Ausflüge zu Shooting Ranges. Man kann schießen mit verschiedensten Waffen. Wie man hier sieht, es gibt ganz tolle Angebotspakete. Für 90 € kann man alles rumballern und verballern an Munition, was man möchte, mit verschiedensten Gewehren. Erstaunlich, dass 2 Drittel der Aktivitäten, der lustigen Aktivitäten in Tallinn sich mit dem Thema Herumballern beschäftigen. Aber so sehr mich das auch interessieren würde, nein, das mache ich heute nicht. Ich habe etwas anderes, was ganz Spezielles und Besonderes für euch. Und zwar habe ich zufälligerweise erfahren, dass es unter den kuriosesten Gesetzen, die mit Sexualität zu tun haben in der Welt, ein sehr kurioses Gesetz in Tallinn gibt. Die Freundin hat letzte Woche online ein Sommerloch gefüllt mit dieser Geschichte. Die kuriosesten Gesetze rund um das Thema Sex basieren auf einem Buch, das ein deutscher Journalist geschrieben hat, Patrick Büro oder Buro heißt er, glaube ich. Der hat 2003 schon ein Buch geschrieben und wenn keine Geschichten in der Luft liegen, dann holt man solche hervor, wie die Freundin das letzte Woche gemacht hat. Was ist das kuriose Gesetz in Tallinn, was sich mit dem Thema Sex beschäftigt? Es lautet, man darf keinen Sex haben, während man Schach spielt. Es gibt beileibe wichtigere Themen in diesen Tagen auf der ganzen Welt. Aber jetzt bin ich nun mal in Tallinn und möchte gerne wissen, was hinter dieser schrägen Geschichte steckt. Und ich werde jetzt einfach mal fragen, irgendjemand hier, ob Sie schon mal von diesem ganz schrägen Gesetz gehört haben. I heard about a law, Yeah. in Estonia, Yeah. that you are not allowed to play chess while you are having sex. Have you ever heard about that? Never. Never I ever? am so old. No, never. Okay. Maybe somebody. First time I listen to this. Ja? Yeah. First time? Yeah. Okay. Hier wird mir leider nicht weitergeholfen. Die Dame hört zum ersten Mal davon. Thank you very much. Bye bye. You are not allowed to play chess while you are having sex. Have you ever heard about that? I've never tried one. Did you ever hear about it? No. Okay, you don't know. Okay. Ich glaube, ich habe jemanden entdeckt. Mitten in der Altstadt von Tallinn, wo ganz viele von dem AIDA-Prachtschiff hier im Hafen ausgespuckte Menschen die Straßen bevölkern, stehen 3 sehr interessante Menschen herum. Hello, can I ask you something? Do you speak English? So. Okay, don't worry, nobody will recognize you. There is a very strange law in Tallinn, only in Tallinn, not in Estonia. And the law is you are not allowed to play chess while you are having sex. Is it true or not? I think no. But have you ever heard about it? Sure. Yeah. And why is it only in Tallinn? Can you imagine? You don't know. Yes, I don't know why. Okay. It has nothing to do with torture, right? No. Tourist information. Ich gehe da jetzt mal rein und versuche herauszufinden, ob man hier mehr weiß zu diesem Thema. Kein Schach beim Sex. Have you ever heard about it? No. It's true. It's true that I read it and I don't make it up. Who can tell me about it? Something? Is there somebody here who might know more? No, you can try, but Yeah? that's the first time I heard about it. Yeah, okay. Okay. I didn't hear about Ja. Das Estnische ist schon eine sehr lustige Sprache. Man kann nicht sagen, dass die Menschen hier geizig mit Vokalen umgehen, im Gegenteil. Die Konsonanten rahmen das nur so ein bisschen ein. Umlaute auch en masse. Interessant zu lesen, ich verstehe nur leider kein Wort. Außer vielleicht Automat. Ja, Snooty Fox hat mir aufgrund meines ersten Videos eine Nachricht geschickt. Ich soll doch in Tallinn unbedingt einen bestimmten Ort besuchen. Und ja, da das Ganze interaktiv ist und ich gebeten habe, mir was zu schicken, Kommentare, Empfehlungen, Ort, die ich unbedingt besuchen soll, mache ich das jetzt. Und zwar gehe ich jetzt in das Nuri Café. Ich dachte ja, es gibt Katzencafés nur in Tokio. In Tallinn habe ich am allerwenigsten damit gerechnet, also schaue ich mir das mal an, wie das aussieht.
Und dann mache ich weiter bei meiner eigenartigen Frage zum Thema Sex und Schach in Tallinn. Also, dann gehen wir mal rein. Okay, die meinen es ernst. Bevor man sowas bestellen darf, muss man erstmal ein umfassendes Regelwerk unterschreiben. Das mache ich jetzt mal und dann sehe ich mal weiter. Vielleicht kommt dann die erste Katze gegrillt am Tisch. Ich habe gefragt, was das ist und man meinte, es schmeckt wie Kefir. Schmeckt wie Kefir. Und ist noch was drin. Und zwar irgendwelche gemahlenen so, jetzt schaue ich mir die Katzen an, die hier so rumstreuen. Es ist übrigens ein sehr umfangreiches Regelwerk, also man darf die Katzen während der Fahrt nicht ansprechen. Man kann aber dafür Katzen in den Beuteln, die hier an den Pfeilern hängen, da hängt ein gelber Beutel zum Beispiel, da hängt noch ein grauer, man kann die Katzen in den Beuteln mit nach Hause nehmen von 1950 und da ist auch noch eine Katzenküche hinter dem gelben Glas und da werden die Katzen dann zubereitet. Da gibt es Katzenburger oder andere Dinge. Das machen sie aber nur mit den sehr alten Katzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil es auf Estnisch ist. Ich muss das nochmal durch Google Translate checken. Kann auch sein, dass die Übersetzung nicht ganz stimmt. Hinter mir ist eine ganz junge Katze, die hat ein grünes T-Shirt an. Die darf man allerdings nicht streicheln, wenn sie in Bewegung sind. Das ist auch eine ganz wichtige Regel. Ja, und alles Weitere gleich bei einem kleinen Rundgang. Is it a real radio station? Yes, Finnish people are making radio here. Finnish people? Yes. Why Finnish people? Are they more crazy than Estonians or No. just Finnish radio? Yes, maybe once a week. Once a week, okay. Okay, and this is the studio? Yes. Okay, 3 people inside. Was heißt Kati Radio? Und wenn ihr euch das mal anhören wollt, bitte, bitte, bitte. Jetzt geht's weiter, um endlich diese Frage zu beantworten. Ich zerbreche mir wirklich schon den Kopf, woher das alles kommen kann. Wie könnte es auch anders sein? In jeder vernünftigen Verwaltung muss man ein Ticket ziehen. Das scheitert allerdings daran, dass ich nicht weiß, auf welchen Knopf ich drücken soll. Ich denke, mein Anliegen, Fragen nach blödsinnigen Gesetzen, steht hier nicht drauf. Insofern versuche ich einfach mein Glück und nehme mal eine Zahl von 1 bis 8. Archiv kann ich noch lesen. Das wird schwierig. Invalid bin ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme mal die 1. Das klingt immer nach allgemeinen Fragen. Okay, ich habe einen Zettel ohne Nummer drauf, das heißt, ich bin bestimmt sofort dran. Oder das heißt, es ist keiner da. Mein Gott, das ist wirklich schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht. Ich frage jetzt mal bei der Administration. Mal gucken, wie lange das hier dauert. Der aktuelle Stand meiner Ermittlungen sieht folgendermaßen aus. Ich durfte nicht drehen, deshalb muss ich das jetzt hier kurz zusammenfassen. Aber nach anfänglichem, etwas sperrigen Antwortverhalten wurde man dann doch sehr offen und hat mir sehr geholfen. Es ist kein städtisches Gesetz, so viel ist klar. Es wurden mehrere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte involviert und das ist dabei herausgekommen. Alle wundern sich und ich soll auch unbedingt Bescheid geben, wenn ich mehr dazu weiß. Man vermutet, dass es ein Gesetz irgendeiner Organisation ist und ja, man weiß aber nicht welcher, das ist nur eine Vermutung. Und ich habe jetzt noch 2 Möglichkeiten, das rauszufinden. Das ist der Eingang zum Sitz des estnischen Schachverbands. So, und wenn ich jetzt hier nicht die Antwort auf meine Frage bekomme, dann weiß ich es auch nicht. Dann bleibt mir nur noch ein letzter Versuch. Aber ich befürchte mal, jetzt oder nie. Also, rein geht's. Ich habe 2 sehr auskunftsfreudige Herren gefunden, die aber nicht gefilmt werden wollten. Und die haben mir gesagt, das sei ein Witz, das gäbe es nicht. Konnten es nicht glauben und haben mir noch etwas mit auf den Weg gegeben, nämlich einen russischen Witz, angeblich russisch. Und zwar, wenn ein Mann versucht, eine Frau beim Autofahren zu küssen,
dann macht er beides nicht richtig. Das wäre die Antwort auf meine Frage. Der Tag, der eigentlich überwiegend regnerisch sein sollte, laut App, hat sogar jetzt noch die Sonne hervorgebracht. Er neigt sich dem Ende. Ja, und meine Geschichte auch. Ich habe nämlich gerade noch eine letzte Quelle versucht zu befragen nach dem Ursprung und dem Wahrheitsgehalt dieses Gesetzes. Das ist ein Journalist vom estnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der hat mir gesagt, dass er zwar auch davon gelesen habe, aber dass die Geschichte einfach nicht wahr sei. Ich wiederum habe ihm gesagt, dass ich den Rechtsanwalt, der dieses Buch oder diese Sammlung von kuriosen Sexgesetzen weltweit geschrieben hat, kontaktiert habe. Ich habe von dem nichts gehört. Das heißt, sollte der mir jetzt tatsächlich eine Quelle liefern, dann reiche ich das noch nach. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass es in den Bereich der Urban Legends gehört. Ich übernachte jetzt noch einmal im wunderbaren Hotel Bern und morgen geht es auf nach Riga. Es sei denn, über Nacht schickt ihr mir noch einen anderen Ort, an den ich fahren soll. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen und tschüss.